Servus Freunde und willkommen zum ersten Video im Jahr 2021 hier auf meinem YouTube-Kanal. Der Hyboxing 16889 Brushless und der Chamara Splinter werden in diesem Duell zeigen müssen, welches von den beiden Brushless Power Modellen wirklich stärker ist und das Ganze auch noch im Schnee. Viel Spaß! Der Hyboxing 16889 in der Brushless-Version wird von einem 3900 Kilovolt starken bürstenlosen Motor angetrieben. Dieser beschleunigt den 16889 dann auf 45 km/h. Das Gewicht für den Brushless ist leider nicht angegeben, jedoch wiegt der Brush 1,48 Kilogramm, welcher exakt dieselben Abmessungen besitzt. Der größere 1:10 Chamara Splinter hat ein Gewicht von 1750 Gramm, dabei erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km/h. Diese werden durch den 3200 Kilovolt starken Brushless Motor ermöglicht. Als erstes wird der Hyboxing 16889 fahren. Der kleine 16889 konnte eine Zeit von 14,92 Sekunden erreichen. Nun wird sich der Chamara Splinter noch beweisen müssen. Viel Spaß! Chamara Splinter konnte eine Zeit von 13,87 Sekunden herausholen. Und damit gewinnt er dieses Duell. Kommen wir nun zum Analysepart. Und so viel sei schon einmal gesagt, beide Autos haben den Schnee ohne bleibende Schäden überlebt, was ich besonders für den Hyboxing in Anbetracht des Preises wirklich sehr beachtlich finde. Die Frage ist natürlich auch noch, warum der Chamara Splinter schneller als der Hyboxing gewesen ist. Dies lag, denke ich, einfach daran, dass der Chamara Splinter eine noch höhere Geschwindigkeit erreichen kann und zudem auch noch einmal dickere Reifen hat. War das schnellere Auto wirklich schöner zum Fahren oder war doch von der Zeit her das langsamere Auto das bessere? Und um ehrlich zu sein, beide Autos haben extrem viel Spaß gemacht. Doch Unterschiede gab es natürlich trotzdem. So finde ich nämlich, dass man den Leistungsunterschied zwischen dem ohnehin schon potenten Hyboxing Brushless zum Chamara Splinter fühlt. Sehr positiv ist aber trotzdem noch, dass der Hyboxing Brushless einfach extrem viel für seine Größe an Leistung besitzt und so durch den Schnee wortwörtlich geil durchgebasht ist. Dem Chamara Splinter ist dies zwar auch gelungen, nur eben auf eine etwas andere Weise. Auf den eisigen Schneepassagen am Anfang ist mir aber aufgefallen, dass der Hyboxing eben aufgrund seines geringen Gewichtes eben deutlich mehr herumgehopst ist als der schwere Chamara Splinter. Ein weiteres Merkmal des Hyboxing Brushless ist seine extrem gute und vor allem direkte Wendigkeit. Meistens hat ihm dieser sehr gut geholfen, jedoch nicht immer, da er teils unkontrollierbar und auch ein wenig quirlig gefahren ist. Dies ist dem Chamara Splinter nicht passiert, dafür hat er leider einen Drehmoment-Anfahrschwäche. So braucht es am Anfang eine kurze Zeit, bis seine volle Leistung vorhanden ist. Man merkt also, beide haben ihre Vorteile, aber auch Defizite. Letztendlich ist es also nicht nur eine Frage des Gelds, da der Chamara Splinter deutlich teurer als der Hyboxing ist, aber auch eine Frage des Prinzips, ob man eher größere oder kleinere Autos bevorzugt. Ich würde mich für den Hyboxing Brushless entscheiden, da dieser eine Wheelie-Bar besitzt und für den Preis echt unschlagbar ist. Außerdem macht es wirklich extremst viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. Ja, und wenn dir das Video gut gefallen hat, lass es mich doch gerne durch ein Like oder ein Abo wissen und schreib auch gerne deine Meinung zu dem Video in die Kommentare. Jede zweite Woche, Sonntag 18 Uhr, werden hier auf meinem Kanal neue Videos zu ferngesteuerten Autos oder im ganz generellen hochgeladen.